Heute ist ein wunderbarer Montagmorgen. Perfekt zum Wandern. Genau. Wir wollen jetzt zu den, wie heißen Melnik-Pyramiden wandern und dich nehmen wir natürlich mit. Die Pyramiden von Melnik wurden vor Millionen von Jahren gebildet und das durch Erosion, durch Wind und Wasser. Das hat die Ursache, dass die weichen unteren Gesteinsschichten durch die harten oberen und äußeren Gesteinsschichten erodiert wurden und das führte schlussendlich zu den bis zu 100 Metern hohen Felsformationen. Das Ziel zieht jährlich ganz viele Touristen an, denn hier kann man super wandern und es erinnert uns so ein bisschen an Kappadokien, nur halt in grün. Der erste Stellplatz, der war leider nichts. Das ist ein bisschen eng hier, direkt neben einem Fluss, einfach auf einer Straße und relativ viel Müll. Also fahren wir einfach zum nächsten. Wir haben gestern doch noch einen wunderschönen Stellplatz gefunden, bleiben hier aber nicht länger, weil es ist uns zu laut. Es ist gerade eine Bahnstrecke und die Autobahn vis-à-vis. Und jetzt versuchen wir zum Rila-Kloster zu fahren und das auch zu besichtigen, falls das funktioniert. Das soll irgendwie heißen, dass die Parkplätze 20 € kosten sollen. Aber wir geben jetzt mal unser Bestes und fahren jetzt mal dahin. Wir sind angekommen im Kloster Rila. Das wurde im 10. Jahrhundert vom heiligen Johannes von Rila gegründet. Und es hat Baustile vom mittelalterlichen, osmanischen und auch byzantinischen Ära drin. Das hat den Grund, dass es in der bulgarischen Renaissancezeit gebaut wurde. Und obwohl das Kloster mehrmals durch Plünderungen und durch Brände zerstört wurde, wurde es immer wieder restauriert und man sieht zum Beispiel wunderschöne Wandmalereien und es dient auch als Pilgerstätte und lockt jährlich Tausende an Pilger und Touristen an. Und jetzt noch ein kleiner Tipp wegen dem Parkplatz. Hier gibt es zwar einen Parkplatz, der kostet aber 20 Lev, das sind aktuell 10 €, egal wie lange man bleibt. Wenn man übernachten will, sind es 40 Lev. Haben wir nicht gemacht, sondern wir haben weiter hinten einen Parkplatz gefunden, also einfach am Kloster vorbeifahren und irgendwann auf der rechten Seite kommt ein Parkplatz, der ist in der Nebensaison kostenlos. Man wird es nicht glauben, aber in 47 Minuten sollten wir in der Hauptstadt von Bulgarien, in Sofia sein, aber wir sind hier im dicksten Tannenwald. Wir sind schon mitten in Sofia und haben jetzt diesen Baum entdeckt mit Bändern dran, mit Tüchern dran und haben uns gefragt, was das genau ist. Und das ist ein sogenannter traditioneller Wunschbaum, wo Menschen einen Wunsch äußern können und ihn eben mit einem Band oder einem Tuch hier ranhängen können. Wir sind mittlerweile im Zentrum von Sofia angekommen
Und hinter mir siehst du die Rotunde des Heiligen Georg. Diese wurde, man nimmt an, im 4. Jahrhundert während der römischen Zeit erbaut und ist heute noch sehr gut erhalten und sie zählt sogar noch zum Rila-Kloster. Wir sind jetzt hier bei einer Kirche und zwar bei der Sveta Nedelja. Das ist eine der größten Kirchen hier in Sofia, aber nicht die größte. Die größte schauen wir uns später an. Also zurück zur Sveta Nedelja. Die wurde immer wieder aufgebaut. Unter anderem liegt es daran, dass am 16. April 1925 ein großes Attentat hier stattgefunden hat. Und zwar ist während einer Trauerzeremonie für einen General ist eine Bombe explodiert und hat wichtige Menschen von der Regierung von Bulgarien getötet. Und jetzt noch einige Fakten zur Stadt Sofia. Sofia hat 1,3 Millionen Einwohner, wobei Bulgarien insgesamt 7 Millionen hat. Und Sofia ist die größte Stadt von Bulgarien. Und sogar eine der ältesten von Europa mit über 7000 Jahren. Wir sind hier vor der bekannten Löwenbrücke. Das ist das Wahrzeichen von Sofia, eines der ältesten Brücken hier in Sofia. Und du siehst, hier hinten hat es einen Löwe, von denen hat es 4. Und die zeigen Stärke und Würde. Und eben das ist das sogenannte Wahrzeichen der Stadt. Früher war die Brücke aus Holz und mittlerweile ist sie aus Stein und Metall. Wir sind jetzt hier vor dem Women's Market. Das ist der älteste und größte Markt von Sofia. Er wurde im 10. Jahrhundert gegründet und ist so ein bisschen da zum Handeln und viele lokale Bauern verkaufen hier das Gemüse und Früchte und das gehen wir jetzt anschauen. Wir haben uns noch gefragt, warum der Markt Women's Markt heißt. Und das hat den Grund, dass früher hier nur Frauen waren, die ihre Dinge verkauft haben. Wir sind jetzt einmal durchgelaufen. Es gibt viele Dinge zu kaufen, auch sehr günstig. Zum Beispiel 1 Kilo Erdbeeren für umgerechnet 1,50 €. Und wir haben jetzt uns dazu entschieden, nichts zu kaufen, weil doch es ist 25 Grad und wir haben noch einige Kilometer bis zum Van zurück. Das hinter mir ist das Mineralbad von Sofia. Das wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut und war in der osmanischen Zeit ein wichtiger Treffpunkt, unter anderem für Einheimische oder auch Besucher. Heutzutage ist das Mineralbad auch noch zugänglich und bietet ganz viele Wellness-Pakete an. Man kann baden gehen und das Wasser wird aus verschiedenen Quellen rund um Sofia bezogen. Also ich habe da was Falsches gesagt. Das Zentralmineralbad ist heute kein Bad mehr und es kann nicht mehr gebadet werden. Nicht, dass du plötzlich in Badehosen hier stehst und baden willst. Es ist ein Museum und du kannst dort ganz viele Dinge der Geschichte von Sofia ansehen und auch ein kleiner Teil des Bades, was aktuell oder momentan nicht mehr so erhalten ist. Aber vielleicht wird es ja restauriert. Wir sind jetzt hier von dem Nationalen Theater und es sieht richtig pompös, richtig schön aus. Und es finden sogar ab und zu noch Veranstaltungen hier drin statt. Wir sind schon 6,75 Kilometer gelaufen und es ist super anstrengend. Die Sightseeing-Tour haben wir gar nicht erwartet, dass Sofia so viel anzusehen hat. Und jetzt sind wir beim letzten Wahrzeichen angekommen. Die Kirche ist im neobyzantinischen Stil gebaut und zwar zwischen 1882 und 1912. Die Kirche oder eben die Kathedrale heißt Alexander Newski-Kathedrale und das ist ein russischer Nationalheld.
Die Kathedrale ist eine der größten orthodoxen Kirchen der Welt und kann bis zu 10.000 Menschen aufnehmen. Und die Kuppel ist 45 Meter hoch. Jetzt waren wir einen Tag in Sofia. Es hat uns mega gefallen. Es ist eine wunderschön, ganz gechillte Stadt mit sehr schönen Parks, ohne Smog. Aber dieser eine Tag Stadt hat jetzt auch wieder gereicht. Es ist ein mega krasses Kontrastprogramm hier in Bulgarien, von Natur zu Stadt zu Natur. Und jetzt wollen wir wieder in die Natur fahren. Von der schönen Großstadt in die Natur. Wir sind jetzt hier bei so einem Auge Gottes, heißt das. Das sollen wohl so Höhlen sein, angekommen. Und die gehen wir jetzt anschauen. Der Stellplatz sieht zwar sehr einsam aus, ist er aber nicht wirklich. Wir stehen hier ein bisschen abseits, das ist relativ cool. Aber gestern sind bei dieser Höhle etwa 100 Autos aufgeschlagen. Es gibt so kleine Verkaufsstände vorne dran, die Würste und so verkaufen. Muss irgendwie was Berühmtes sein. Darum haben wir gedacht, wir gucken uns das morgens an und hoffen, dass da ein bisschen weniger Leute sind. Gigantisch, diese Höhle. Ja, unbedingt anschauen, wenn du hier in der Region bist. Genau. Und jetzt gibt es von denen noch ein paar andere hier in der Region. Also fahren wir nochmals zu einer anderen und gucken uns das natürlich auch noch an. Genau. Übrigens ist diese kostenlos. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast. Aber die ist kostenlos. Bulgarien ist einfach ein Naturparadies. Auch wenn es momentan im Frühjahr vielleicht ein bisschen viele Zecken hat. Ari hat jetzt die ersten 2 nach Hause gebracht, ist aber auch kein Wunder mit so vielen Wiesen. Aber es ist einfach traumhaft, traumhaft schön hier. Ich kann es jedem empfehlen, hier hinzufahren. Wir sind hier in der Devetaška-Höhle. Die ist über 2,4 Kilometer lang und hat teilweise eine Höhe von über 100 Meter. Forschungen zeigen, dass sie über 70.000 oder im Jahr 70.000 vor Christus entstanden ist. Und es wurden sogar Beweise gefunden, unter anderem 2 Keramikbecher, dass hier in der Steinzeit schon Leben war und sie hier eben gelebt haben. Diese Höhle ist eigentlich sehr bekannt, denn im Film The Expendables, der 2012 mit ganz bekannten Schauspielern veröffentlicht wurde, der wurde teilweise auch hier gedreht, was schlussendlich dazu geführt hat, dass es ein Fledermaussterben gab. Denn hier in dieser Höhle sind im Winter über 300.000 Fledermäuse heimisch und es gibt bis zu 6 verschiedene Arten. Irgendwie ist hier sehr viel gebaut worden in dieser Höhle. Jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, ob das extra für Hollywood gebaut wurde oder ob das sonst schon drin war, weil es sind viele betonierte, so runde Teile da.
Also schauen wir uns mal diesen Film an. Und leider ist das meiste der Höhle zurzeit gerade gesperrt, weil die Fledermäuse die brüten und man kann nur diesen großen Teil hier vorne besichtigen. So. Oink. Heute haben wir was ganz Spezielles vor. Wieder einen Grenzübertritt. Genau, wir fahren nach Rumänien. Sind mal gespannt, wie das alles so vor sich geht. Gehen jetzt aber erst noch einkaufen nochmal hier in Bulgarien und Diesel tanken und dann über die Grenze. Rumänien ist ein Land, in dem wir noch nie waren. Genau. Ari war schon mal da. Ja, Ari kommt von da, genau. Also los geht's! Wir sind kurz vor der Walachei, einer flachen Graslandschaft, und es stürmt jetzt schon draußen, darum unser Fazit zu Bulgarien hier drin. Sofia hat uns sehr gut gefallen. Es ist eine sehr authentische Stadt, in der du sehr vieles anschauen kannst, und würden wir dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, auch sonst zu Bulgarien können wir sagen, ein absolutes Highlight unserer bisherigen Reise. Waren wir noch nie, werden wir nicht das letzte Mal gewesen sein. Hat uns einfach sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich cool. Viel Natur, schöne Stellplätze. Nette Menschen, ja. Alles tipptopp. Und so geht unsere Reise weiter. Jetzt fahren wir nach Rumänien. Gib dem Video ein Like, lass ganz viel Liebe da. Schreib einen Kommentar. Und abonniere unseren Kanal, dann bist du mit an Bord bei unserer Europareise. Und jetzt nicht viel Spaß, sondern bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.